Mahlzeit. Mir kam letztens eine Idee. Nase reiben kennen wir alle noch. Ich habe ja ein Video gemacht, wie man dann einfach mit der MP40 und ein paar Magazinen einfach mal schnell levelt. Und da kam mir noch eine Idee, wie man noch schneller levelt. Und das erzähle ich euch mal. Lasst euch nicht aus der Fassung bringen, dass in meiner aktuellen Mission, die wollte ich jetzt noch nicht abbrechen, das wäre irgendwie ärgerlich. Gehen wir mal davon aus, wir fangen alles auf Level 1 an, also ihr habt nicht die Nuclear Night Edition. Und dann wählen wir uns als Mission Complete 5 Raids bei Jiri, Complete 10 Raids bei Jiri und Complete 5 Raids without dying. So. Heißt, wenn wir also 5 Raids hintereinander überleben, kriegen wir schon mal nach Adam Riese 11.500 XP. Und das Ganze machen wir nochmal. Dann haben wir schon 23.000 XP. Und wenn wir den noch dabei haben, dann sind wir genau bei 25.000 XP. Das wären 10 Raids überleben. Und das Ganze machen wir auf Missile Silo. Und um zu zeigen, dass es jetzt eigentlich eine praktikable Sache ist, werde ich mal einen Run machen. Ohne mein ganzes High-End-Equip, sondern einfach nur MP40 und die paar Magazine. Es könnte vielleicht ein bisschen Arbeit ausarten, weil der Grundgedanke ist, wir gehen rein, wir suchen uns den nächstmöglichen Extract, campen 5 Minuten, nicht um Spieler zu erledigen, sondern einfach nur bis der Extract auf ist und gehen raus. Ich habe es schon mal ausprobiert, also man macht in einer halben Stunde seine 5 Raids, 5 Minuten plus Ladezeiten und so weiter. Es geht und dementsprechend könnte man in einer Stunde, wenn da nichts zwischenkommt und man ein bisschen Glück hat, Jiri von Level 1 auf Level 2 bringen. Hätte dann schon Zugriff auf Tangerines. Und das Ganze könnte man noch mit anderen Sachen verbinden. Und zwar Tabor Hospital. Ich habe zwar in meinen Videos erwähnt, dass man die eigentlich nicht braucht. Aber wir haben Complete 10 Raids without dying und es gibt 66.000 Erfahrung und 10.000 Corona. Jetzt haben wir ja die 3 Stück schon ausgewählt, die komplett auf die Raids gehen. Jetzt könnte man den noch auswählen. Nur als Gimmick für die Kohle, weil das sind 10.000, die man am Ende bekommt. Wenn man also mit 100.000 anfängt, ist das schon ganz gutes Geld. Und sollte man das einmal schaffen, in der Stunde, hat man direkt schon Tabor Hospital annähernd auf Level 3. Also 2 ist dann automatisch mit drin schon. Und das Ganze machen wir noch Minty Complete 5 Raids. Einfach damit man Minty schon was levelt, war mein Gedanke. Man könnte natürlich auch Complete 5 Raids without dying bei Hannah nehmen. Für auch nochmal Kohle. Die verkauft dann auch Tangerines, wenn man die auf Level 3 hat. Oder auf Level 2 glaube ich auch. Da hat man nur nicht die Möglichkeit auf das Schießpulver, was man bei Jiri hat mit Tangerines und Schießpulver. Aber das wären so die ersten 5 Missionen. Einfach nur überleben. Um dann möglichst innerhalb von einem Tag auf Spieler Level 3 zu kommen. Also 75.000 XP. Händler Level 3 bei Jiri, was ich ja selber noch nicht bin. Um dann AP-Munition zu haben. Basierend natürlich auf den aktuellen Missionen. Und jetzt gehen wir einmal rein. In der Hoffnung, dass ich euch nicht Unsinn erzählt habe. Und einfach mit so einem einfachen Gear das Ganze überlebe. Und der Gedanke ist, egal wo ich spawne, runter auf Etage 1 nach Suez und mich ans Ende der Straße stellen. Und wenn ich in Suez spawne, hoch zur Krypto, hinten an die Container. Das ist schon mal super. Wir gehen dann nämlich hier direkt
Rechts rum. Ignorieren den Phoenix. Einmal an die Leiter rutschen lassen. Kein Boss ist da. So, und wir sind gleich in der Lage, hier rauszugehen. Und jetzt warten wir hier einfach 5 Minuten. Wir können uns hier ganz verstecken. Wir können hier so ein bisschen in Anschlag gehen. Da kommt einer. 2. Die haben mich auch nicht gesehen. Natürlich kann man auch Phoenixe töten und Spieler, wenn man Glück hat. Aber das ist gar nicht der Hauptpunkt, sondern wir bleiben jetzt hier einfach ein paar Minuten. Wir können uns sogar so ganz verstecken, so sieht uns keiner. Und zielen hier einfach auf den... Ich bin mal hingekniet und nicht hingehockt. Ja, die meisten beschäftigen sich nämlich mit anderen Sachen. Es ist natürlich ein bisschen lame, aber es ist die Möglichkeit, schnell an panzerbrechende Munition zu kommen und an Nahrungsmitteln. Und es kostet mich nichts. Also das ganze Setup, was ich anhab, Maschinenpistole, Weste, das zeige ich gleich nochmal an der Figur. Das ist, aber was ich in einem anderen Video auch schon gezeigt habe, einfach die 3 Stangen plus die eine Waffe. Und so sitzen wir hier. Ja, jetzt können wir raus. Und in dem Moment so. Stellen wir uns mal wieder hin. Wir haben natürlich jetzt nicht viel XP bekommen. Hätten wir den einen Phoenix oben getötet, wäre es natürlich schon genug gewesen, um ins Plus zu gehen. So. 1 von 5. Und das wäre jetzt eigentlich, das machen wir jetzt noch 4 Mal. Es ist ein bisschen trocken, aber man ist in einer halben Stunde eigentlich durch mit den ersten 5 Missionen. Und wenn man die nicht provoziert, indem ich natürlich voll gegiert bin oder ich habe ein Nachtsichtgerät und ich habe etwas Hochwertigeres, dann kann ich mich natürlich hinter die Fässer stellen und schräg über den Gang sichern und hätte dann auch noch 2 Spieler erwischt. Oder einen von beiden. Dann hätte ich aber auch wahrscheinlich andere Missionen genommen, wo ich dann sage, hier, töte 25 Spieler oder so. Aber das ist jetzt gedanklich nur für den Anfang. Ihr lernt vielleicht die Map ein bisschen besser kennen. Guckt euch vielleicht in die Trainingsrates einfach mal an. Wie komme ich da rein? Wie laufe ich wohin? Dass ich den Aufzug so runtergerutscht bin, das war halt wirklich die schnellste Variante. Die war auch relativ unsicher, aber das geht mir dann darum, den anderen Spielern entgegen den Routen zu laufen, die dann an die Hotspots gehen, die ich in dem Video mal gezeigt habe, sondern direkt zum Extract und gucken, dass man lebend rauskommt. Das Töten ist gar nicht Sinn und Zweck der Übung in dem Fall, sondern einfach überleben. Und wenn man das halt 2 Mal gemacht hat, hier 5 überlebt, dann sind wir schon bei Jiri Level 2. Und wenn man da ein bisschen Übung drin hat, ab dann kann man sich auch Tangerines mitnehmen und könnte dann auch länger drin bleiben, um dann Phoenixe zu farmen und so weiter. Aber das so als Einstieg ist vielleicht eine gute Möglichkeit bei den aktuellen Missionen. Gucken wir mal an, wie die neuen Missionen werden, wenn sie denn mal released werden. Und ja, Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Vielleicht hilft es einem oder anderen.
Ich hoffe, es soll halt jetzt kein exzessives Extract-Camping sein, um zu töten oder um Leute zu ärgern, sondern explizit rein, raus, damit wir diese 5-mal Überleben hinkriegen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.